Wunderbar. Jetzt kann ich dich sehr gut hören. Sehr gut. Okay. I'm sorry. I know for sure that when you reach 1 hour, something many of my friends tells me that when the 1 hour comes, they stop their connection. Nee, nein. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Yeah. Es war, ich wurde vorhin angerufen von einem Musikerkollegen aus Berlin, aus der Staatskapelle. Und ich weiß nicht, das war vielleicht an dem Ton, es lag an dem Ton. Ich konnte dich sehr leise verstehen und mich selber konnte ich sehr laut hören. Okay, aber das ist kein Problem. Also wir waren dabei zu sagen, dass nach dem Vorbild von Dante Alighieri, von Dantes dreiteiligem Epos, ja, hatte Franz Liszt zunächst ein Werk in ebenso 3 Sätzen im Sinn. Also sein Plan war, dass er ebenso die sinfonische Dichtung in 3 Sätzen schreibt, ja. Aber nachdem er mit Richard Wagner sich ausgetauscht hat und mit Richard Wagner diskutiert hat, nahm er jedoch Abstand, weil Richard Wagner, der unbestrittene Meister der musikalischen Illustrationen, sich geäußert hatte und gesagt hat, dass man das Paradies, den einen Teil von dem Thema, das Paradies musikalisch nicht beschreiben und darstellen könnte. Das war's. That's exactly what I said, is that by plan there was 3 tiles or three stories, you know, the Inferno, Purgatorio, and Paradise, written by Dante Alighieri. But planning this list was putting 3 lines, 3 themes, or 3 parts for it. After conversation, discussing this with Wagner, Wagner was disagreed and said that he does not accept the idea of paradise, or he does not see as the 3rd part paradise to be included anyway. So in this regard, what happened that Liszt exclude the paradise and left only the Inferno and Purgatorio. Ganz genau. So blieb es bei den Sätzen Inferno und Purgatorio, aber als Ersatz für das Paradies, als Ersatz für das Paradiso fügte Franz Liszt einen Frauenchor. Er fügte für den Paradies, für diesen Teil, einen Frauenchor, Schluss, ja, auf den Text des biblischen Magnificat an, für den er 2 Fassungen zur Auswahl stellte. Einen jubelnden, triumphierenden und einen ätherischen, verklingenden, der meist gespielt wird. Also Franz Liszt fügte für das Paradiso einen Frauenchor, einen Chorschluss auf den biblischen Magnificat an, für den er 2 Fassungen zur Auswahl stellte. Einmal den jubelnden und triumphierenden und einen ätherischen, verklingenden, der meist gespielt wird. Ja, das machte er für das Paradies. Ja? So that's the 3rd part. Actually, the paradise was not completely excluded, but it was implemented. It was put into the closing choir, and the closing choir by women's choir, you know, that was kind of divided on 2. The one it's by a biblical Magnificat, and the text comes out of there, and they practically are representing the one choir, and the other part they were representing the paradise and the life in paradise. Ganz genau. Also das war so als Alternative, könnte man sagen, ja? Als Alternative. Like an alternative. Ja, das war eine sehr gute Idee von ihm. Also er wollte unbedingt alle 3 Sätze, die auch bei Dantes Werk, bei Dantes göttliche Komödie, Inferno,
Purgatorio und Paradies wollte er wollte er vertonen, ja. Aber Richard Wagner, meinte zu ihm, du kannst das Paradies nicht mit musikalischen Ideen, du kannst das Paradies nicht so einfach beschreiben und vertonen. Das ist unmöglich, meinte Wagner. Und Franz Liszt hat das Werk, er hat diese sinfonische Dichtung für Wagner komponiert, er hat es ihm gewidmet und er hat auf ihn gehört, weil das Werk sollte für ihn gemacht werden. Also es wurde ihn, es wurde, mir fällt das Wort nicht ein, tut mir leid, gewidmet. Es wurde für ihn gewidmet, ja? Yeah. So, well, that's the only one thing, despite the fact that Richard Wagner didn't very much agree or understand or see how a paradise will be described through music or through a musical form, you know, and trying to exclude the form in general. Anyway, Liszt make an input about the paradise in his own form and in his music, and he wrote a part that represents, you know, very well as a Schlosschor. It's you know, like a closing choir that actually represents that exactly idea. And it's despite the fact that they differ from each other of the idea of a paradise and how to be written or not, Liszt anyway put it in. Yeah. Ganz und Franz Liszt hat sich sehr inspiriert von dem Buch. Also zu seinen Lieblingsbüchern gehörte die göttliche Komödie. Ja? Es gehörte zu seinen Lieblingsbüchern. Und dazu das apokalyptische Epos, ja, also ein großer Epos. This is a Dante. The literature is like a apocalyptic epos, and it's been very much intriguing material or writings to many people, including Liszt. Ganz genau. Und es geht um diese Weltuntergang, also Apokalypse, diese Stimmung mit Dämonen, Feuer und der Hoffnung am Ende Paradies. Also es ist sehr, sehr, sehr dramatisch, also für eine Komödie eigentlich überhaupt nicht vorstellbar, denn eine Komödie ist ja ganz anders, aber das Werk hier, das hat Liszt sehr, sehr inspiriert, sehr inspiriert. Weltuntergang, Apokalypse, Stimmung mit Dämonen, Feuer, Blut, Tod und auf der anderen Seite die Hoffnung, die Erlösung, das Paradies, der Himmel. Also es scheint wie viel Liszt gemacht, also es scheint wie viel Liszt gemacht in seiner Sinfonie. In seiner Sinfonie erklingen die Posaunen, ja, erklingen aus der Tiefe der Hülle. Also chromatisch, alles chromatisch unter. Pam, 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 pam. Also, chromatisch, das beschreibt die Hülle, ja. So it's just very interesting that Liszt was extremely inspired and excited to see so deeply philosophical and apocalyptic matter to be presented in a comedy. And so you can see all this differing parts, you know, the one that is in hell inferno, with all the fallen angels and the demons, the blood, the flesh, rotten flesh, torturing, and everything that comes at the end. Once in the sudden you see the heavens, you know, and the paradise and the beauty, and this all represented in a very colorful and grammatical way that kind of literally pierced through your mind, and at the same time just took this all colorization of the mind or the ideas and put it into music, which is amazing. Yeah. Ja, großartig. Der erste Satz mit dem instrumental gefassten Motu Dantes Lasciate
ogni Sperasna voi centrale, so heißt der erste Satz. Also die musikalische Darstellung Practically, von Zügen. we can hear how Liszt is representing the leather or the pen or different ways to chromatics. To chromatic, and also the moment things are going into heaven, there's this trombone, comes out, like the sound, the symbol of sound. This is the symbol of sound that we are going to talk about. Mahler, it comes from Bach. Every refer to a very specific symbol. We're going to talk about that. But here as well, Liszt takes that and represents the heavenly, living places, with the posaune. Posaune is trombone, in English. Yeah. And now we see in the first part of the Dante Alighieri, there is this description of, the ladder comes out and down on the steps, right? Then you go down. Ganz genau. Ganz genau. Also der erste Satz, Motto Dantes, ja, die musikalische Darstellung von Zügen aus Dantes Inferno, das ist der erste Satz, leidet allzu sehr unter der unprofilierten Thematik. Es leidet unter der unprofilierten Thematik, die sich lediglich auf chromatische Gänge und abgegriffene petitische Bläser-Intonationen, also von den Posaunen, von den Bläsern, marschartiger Prägungsstücke. Pam, 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 pam. Also es ist wie ein Marsch, ja, Bläserintonation, alles chromatisch, sind alle chromatische Gänge, alles Halbtöne, ja, und sehr, sehr kraftvoll. Deswegen abgegriffene petatische Bläserintonation in einer marschartigen Prägung, ja, und bedeutende kompositorische Innovationen sind freilich die Verwendung des 5/4 und 7/4 Taktes. Es ist 5/4 und dann zu 7/4 Taktes, ja? Yeah. Der Amoroso-Episode, ja? So it's very interesting the way the first part, Inferno, was described and written in a musical form, like in a chromatical ups and downs in trombones in a form of a march. So practically you've been dragged down to the hell, to the Inferno. So that's the one thing, and it's also very interesting the fact that that Liszt, while he was having this, he deferred the measurement, so he become 5/4 and 7/4, which is very interesting, unusual. It is uneven metron. We call the odd metron, like something that it's not. Why? Because you're going where into Inferno, and there is nothing normal. Anyway, so he put it into a measure that it's not like a regular 2/4, 3/4, 4/4. He put it 5/4 and 7/4, which is also even. Yeah, that's not something that you usually will write. die Thematik ist wirklich, also es leiden, also oh nein, also es leidet allzu sehr unter dieser unprofilierten Thematik, ja, also das Tempo und diese chromatischen Gänge und abgegriffene pathetische Bläser-Intonationen von den Bläsern, also von der Posaune, von der Tuba und weiß ich was. Und bedeutende kompositorische Innovationen sind freilich die Verwendung des 5/4 und 7/4 Taktes, der Amoroso-Episode. Also jeder, der Dante kennt, also der Dante-Kenner weiß, dass es sich um das Liebespaar Paolo und Francesca da Rimini handelt und das darauf folgende Hohngelächter. Also ähnlich wie in einem Episoden der großen Klaviersonate, was Dante-Sonate, ja, in H-Moll, erfindet Liszt in den Klagen der Liebchen
eindrucksvolle instrumentale Rezitative, die eine ungeahnte Befreiung von der traditionellen Taktmetrik bedeuten und weit in die Zukunft weisen. Also es ist was ganz Schweres, Kompliziertes, Großes und unprofiliert Thematisches, was für die Musiker sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen, zu spielen und auch zu hören. Es klingt alles sehr, sehr, sehr schief. All the idea, the way Liszt wrote this piece, and it's like a Francesca de Rimini and the other, and Dante's Sonata in H-moll, which is, we call it B minor here, B flat minor. No, B minor only, I'm sorry. But in Germany, we say H-moll. It's all in the structures in a way that is so complicated, it's so diverse, and at the same time irregular, out of proportions. But put it together, it's very hard to grasp in hearing and very hard to understand the playing, not to mention it's a pure hell to play. Ich da sagen wollte, wenn man es jetzt, ist wirklich sehr kompliziert. We said overly kill of a form that you literally, it's mixed to extent and complicated in a different spheres. I mean, metrical spheres, 5/4, 7/4. Then you have the posaunus. I mean, the sound of the brass. And this brass is one section as a form of interpreting one of the thematical sentences. And then you have all the layers and different structures. The one goes on chromatics, the other goes on a full tone. And then you have a different metrums, 5/4, 7/4. It practically makes a total, the idea of this is to make you feel hard. Why? Because it's infernal. It's fire. Yeah. Everything. It's a hell, and he represented through structural differentiating the things based on the layers, how hard, terrible, horrible, and disgusting is in Inferno. And it's so that's I'm trying to explain everyone what your context and the meaning of what you just said. It's hard to listen, and hard to play, and it's hard to even understand, to be coherent or to comprehend how things are going on. That's how multi-layered Liszt is and describes his music. Ganz genau. Also, und es ist auch schwer, das alles zu komponieren. Also, Ja. Franz Liszt beschreibt den Teufel, er beschreibt das Leiden, er beschreibt, er beschreibt, das ist alles unprofiliert Thematik, also er beschreibt das Leiden, diese Innovation und alles chromatisch, also chromatische Gänge und abgegriffene pathetische Bläserintonationen. Das ist alles sehr, sehr kompliziert, weil die Bläser haben das Thema. Die Bläser, Posaunen haben das Thema, denn die beschreiben den Teufel, die beschreiben, das ist diese schwarze Tonart in H-moll, das ist diese schwarze Tonart. Und das ist alles am Anfang in D-moll. Und D-moll ist die Tonart des Teufels. D-moll ist die Tonart der Hülle. Ja? D-moll ist die Tonart der Hülle. Und das hat er in beiden Stücken, sowohl in der Sonate als auch in der Sinfonie. Aber darüber spreche ich nochmal später. Ja. Was ich jetzt sagen wollte, ist, dass Franz Liszt in dem ersten Satz bei Inferno alles sehr, sehr, sehr groß und sehr dramatisch und sehr kompliziert, sowohl es zu spielen als auch zu verstehen. Das Thema ist bei den Posaunen und bei den Bläsern, das ist ja bei den
abgegriffene pathetische Bläserintonation. Das ist alles sehr marschartig geprägt. Also pam, padadam, pam, pam, padadam. Und es beginnt alles am Anfang das beginnt am Anfang sehr äh, ähm, unsauber. Es beginnt so ruhig, aber diese Septakkord, das klingt alles sehr intervallmäßig sehr, sehr, sehr schlimm. Also die Dissonanzen, das ist, ne, und das führt alles dann mit einem großen Crescendo. Die Bläser platzen sich dadurch und es ist also, ne, also tam, padadadam, pam, pam, padadadam. Also es ist The whole structure, groß. even the keys have their own specific role and meaning. For instance, we see the brass playing in hamol, and the hamol is just the tragic and represents the tragic, the tragedy in everything, the pathetic, very desperate agony. And then we come across the D minor, the D minor that represents the hell practically, and the hold down, and the suffering, the torch practically, and all that comes around, and all these chromatics together, put it in different tonalities. It's the same he wrote in his sonatas. He presented in his sonatas, Dante sonatas, and he put it onto his same piece. It's every single detail in the structure of orchestration of is practically representing details of what is going on in this inferno. It's they are this seventh chords, we call septachord, dominant septachord. Those are the 7 chords, diminished chords, extended chords, augmented, and you can just hear all this in the brass sections, in the strings, and the pound, pom, 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 kind of represents, gives you the idea of the whole horror and terror, and yeah, horrific. Große Dissonanzen, also das ist alles sehr verstimmt, schwer zu spielen, aber die Bläser, also die Posaunen, und das ist das Thema, das macht das Ganze, und dann kommen noch die Pauken dazu, und da kommt ein großes, episches Fortissimo, also ist dann die Hülle, ne, und D-Moll dann, also ist die eigentliche Tonart ist eigentlich auch D-Moll, ja. Und das is just D minor, which is it's representing the whole down there, and you see the timpani is just blasting in fortissimo. The brass is working on chromatics. You have this dissonance, constantly dissonance chords all the way up and down, and you just get the whole idea what is going on down there. Genau, also es sind Tritonus, also das sind komische Intervalle, aber das ist alles auch chromatisch und natürlich nicht so, das nicht so komponiert, dass man das überhaupt nicht mehr hören kann. Das ist sehr, sehr interessant und auf dem Punkt genau, er beschreibt das Inferno einfach perfekt. Es ist alles durchdacht worden, alles auf den Punkt gebracht worden. Kompliziert, aber ganz genau. Anders kann man die Hülle und das Leiden, diese Dramaturgie nicht beschreiben. Es ist wundervoll. Ja? He described the whole scenery, the whole actions, and everything that is happening down there in this hole, in the inferno, through through dissonance, through tritonus, interval of tritonus, through chromatic, through different musical effects and chords to represent, which represents the whole state of inferno. It's practically torture, fire, blood, agony, misery, and all this. He put them in different sections of the orchestra and different chords. He put them with the specific, to represent
this is Inferno. So, Ja. yeah. Das ist der erste Satz. Das ist der erste Satz. Unfortunately, I know that it's the first part, but unfortunately, we probably should have to continue our Ja. our Ja. talk because it's been an hour and a half. I have a meeting to run in less than 20 minutes. But how about, I assume that every one of you become very interested to know the second and third part of Dante's Symphony by Liszt. So I hope Florian and I will arrange a few more dates to where we're going to talk about second and third part of this Inferno. Prodigal, Inferno, what was the second one? Purgatorio. Purgatorio ist der zweite Satz und das war's dann. Also es sind nur die zwei Sätze. Nur Inferno und Purgatorio. Aber ja, Liszt fügt nochmal das Chor dazu, also es sind nur die zwei. There are only two parts, but the core, the closing choir, that it's, female choir, is actually representing this third part as just as an idea of paradise. Put it into his symphony. So I do believe every one of you enjoyed our conversation, and we are looking very soon to see you this Sunday. We are going to talk about Mahler Second Symphony. There we are going to put more emphasis about the symbols of instruments, words, the choir, the organ, one of the rarest symphony with organ, by the way. And we are going to talk about the intervals like we talk now about Liszt, the chords, intervals, what exactly represents the resurrection. What was the idea of resurrection? Not the idea, it's the belief of Mahler, because Mahler believed that there will be day of resurrection and he will meet with his beloved friend, because the second symphony was written for his beloved friend after he passed away. So in this regard, we are looking forward to seeing you. We will continue our Dante Symphony after we finish with our course. Es ist sehr groß, es ist sehr lang, man kann da lange drüber diskutieren. Es ist, also für 1,5 bis 2 Stunden ist das nicht ausreichend, das alles nochmal zu erzählen. Es sind sehr, sehr viele Informationen und dazu kommt noch das Übersetzen von dir und die Zeit vergeht einfach. Aber ich freue mich, dass wir das natürlich dann weiter machen werden und den zweiten Teil, das Purgatorio und die weitere Informationen dann in einem anderen Livestream sehr bald dann erzählen und diskutieren werden. Ja. Heute haben wir den ersten Satz gemacht, Inferno, auch sehr, sehr, sehr interessant. Florian, wie gesagt, man kann das dann lang diskutieren. It's a topic that we can talk a lot and for a very long time, and there are so many things and details to put in to what we are saying that we practically have no the time to put ourselves into some sort of frame, but he will be very happy if we have the second part, Purgatorio, as a second live stream. That will be wonderful. And I'm very happy to have you though, Florian, and I wish everyone a wonderful weekend and meet you guys this Sunday. Don't forget Mahler Second Symphony, Resurrection, or in Germany, Zweite Symphonie aus Gustav Mahler, Ausführungen. Bitte, be well and just be here. We're looking forward. Tschüss. Alles klar. Mach's gut, Walter. Tschüss.